Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoLP 100, der mit der Zahl hinten dran. Ich setze mich kurz gemütlicher hin und wir spielen LA Noire. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr erinnert euch, am Ende des letzten Parts ist eine Verdächtige zusammen mit ihrem Anwalt abgehauen und denen fahren wir jetzt hinterher. Man muss die Entfernung gut halten, damit die nicht misstrauisch werden. Und man sollte auch anständig fahren, damit man nicht durch seine Fahrweise auffällt. Weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen werden. Easy, Cole. Better back it off. Und man kann, wenn ich B gedrückt halte, seht ihr, die Kamera fixiert dann drauf. Also auch wenn die um Ecken fahren, kann ich sie mir anzeigen lassen, wo sie denn hinwollen, falls ich sie mal aus den Augen verliere. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Ja, genau. Der geht's erstaunlich schnell wieder gut nach ihrem Unfall. Und solche Abschnitte hier, wo man so vorsichtig fahren muss und so, das mochte ich schon in GTA immer nicht. Weil das auch besonders in den alten GTA-Spielen, in GTA 4 nicht unbedingt, aber in den alten GTA-Spielen waren das immer so Sachen, die haben mich zum Scheitern gebracht. Ich kann es euch gar nicht sagen. GTA bis San Andreas war sowieso ein Spiel mit absolutem Frustfaktor. Halleluja. Aber halt so gut, dass man es auch immer und immer wieder versucht hat, ne? Krass. Get in there and see what she's up to. Genau, so machen wir das. So, junge Frau. Bei der Tür in Deckung gehen? Na, das kriegen wir doch hin. Und Deckung. Betritt das Café, ohne gesehen zu werden? No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Okay, du erkennst uns nicht. Du erkennst uns nicht. Wir sitzen bloß hier und lesen Zeitung. Bitte geh aus dem Büro raus. Da ist sie ja schon. Na dann fahr mal los. So, wir wissen, wo Bishops Apartment ist. Mark Bishop. Da fahren wir jetzt hin, würde ich sagen. I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at the problem. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Oh, da kann man also mit B die Wahrzeichen anzeigen lassen. Why did they try to kill her? Mensch, Kinder, macht doch hier nicht so ein... Oh, nein, ich antworte diesmal nicht auf den Notruf. Ich will jetzt zu dem Typen nach Hause. Wo ist er denn schon wieder hier? Progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Ja, machen wir doch auch. Meine Fresse, ich bin ja schon dabei. Die fahren hier bloß alle wie die ersten Menschen. Es ist unfassbar. Mann, ist das ein weiter Weg. Hätte er sich nicht ein Apartment näher an uns kaufen können damals? Hey, falls ich mal ein Verbrechen begehe, will ich, dass die Polizei nicht so viel Arbeit hat, dabei das alles aufzudecken. Jetzt, ich glaube, wir sind gleich... Ja, die Fahne steht still. Ich glaube, gehen wir aus dem Weg hier, komischer Typ. Da vorne. Da vorne. Hier irgendwo ist was. 415 in progress at 1220
West 7th Street. Repeat, 1220 West 7th Street. Lass mich in Ruhe, ich habe hier meinen eigenen Fall. Hör auf, mich permanent übers Radio voll zu babbeln. Hab ich keinen Bock drauf. So. Das ist echt groß. Bishop's Apartment, 1006. Wie sie einfach durchs Auto gerannt sind. Ist das nicht krass? Okay. Schnell hochsprinten! Uff! I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Danke. Danke für die Hilfe. Ist echt cool. Du bist echt cool. Alter! Meine Fresse, ey. Hier geht's ja auch manchmal los mit dir. Bist ein schlechter Partner. Ich will einen neuen Partner. Oh, ich habe gedacht, das wäre eine neue Zeitung gewesen. Alter, Schwede! Holy crap. So, jetzt fahr mit mir hoch und steh mir nicht immer im Weg rum. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Die Hüte sind einfach so unfassbar stylisch. Last door on the left. Ja, da hinten ist auch der Knauf. So, liebe Leute. Überraschung! LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Genau, setz sie mal hin, wir gucken uns hier in Ruhe um. Irgendwas müssen die ja gesucht haben hier, die Kollegen. Guck mal. Das sieht ja toll aus. Doesn't give me anything to go on. Aber es sieht toll aus. Na gut, dann legen wir es halt wieder hin, wenn wir es nicht brauchen. Und was ist hier noch alles? Aha, eine Vase. Ah, die könnte vielleicht was mit dem Vasenwunderland zu tun haben. Nee, eigentlich nicht. Da liegt was auf dem Boden. Neues Testament. Das ist ja großartig. Dental. Na gut, Neues Testament brauchen wir natürlich auch nicht. Da würde ich sagen, gehen wir mal in the Bedroom. Was haben wir hier alles? Hast du was Wichtiges gefunden? Oh! Oh! Ein Ring! This isn't what we're looking for. Mensch, das ist ein Ring. Der hätte doch ruhig mal das sein können, was wir suchen. Was ist das? Not everything here is going to be relevant. Ein Lippenstift. Okay. Können wir uns vielleicht im Schrank umsehen? Nein. Oh, da liegt was. Was ist das? Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Betrag von $20.000. What? Aussteller Mark Bishop für eine gewisse Lorna. $20,000. Tja, das ist eine gute Frage, ne? $20.000. Für 16.000 hat der andere jemanden überfahren. Oh, was ist hier? No good to me. Schön, dass er immer gleich sagt, dass es alles unwichtig und nicht gut ist. Dann guckt man sich nicht erst stundenlang an. Schön. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Was ist das hier? Gay Cowboys to Mark Bishop with thanks from Silver Screen Props. Silver Screen Props. Da hat er, das ist ein Accessoirehaus für Schauspielaccessoires quasi. Ja? Geld! Das nehmen wir mit. Das muss untersucht werden. Zu Hause bei mir. Nee, wir lassen die $5 da liegen. Ist ja gut. Oh, ein Picture. Looks like the old movie set downtown. Das sieht cool aus. Da wohl bestimmt die Mumie gedreht. Ah ne, die ist ja viel jünger. Wow. Intolerance. Kampf der Liebe durch alle Zeiten von D.V. Griffith. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Aha. A Replika auf a Replika. Oh, was haben wir denn hier? Wow, schon wieder ein Streichholzpäckchen. Probably nothing. Ah, okay. Ich habe gedacht, vielleicht ist wieder irgendeine Streichholzbar mit drin in dem Ganzen. Hätte ja sein können. So, Blick in die Küche werfen, Ma'am. Sie verheimlichen uns alles. Oh, Kochlöffel, die brauche ich nicht.
Oh, eine Tasse. Hey, das ist ja eine schöne Tasse. Don't think this is any use to us. Okay, sonst ist hier nichts in der Küche. Es ist aber sehr unordentlich hier, junge Frau. Also da muss ich sie mal ein bisschen ermahnen. Wenn die Polizei anklopft, könnte die ja schon ein bisschen was erwarten, ne? Mhm. Wäre aber toll gewesen, wenn die Uhr jetzt irgendwie im Spiel gewesen wäre bei dem Ganzen. Aber na gut. Was hast du da gefunden, dicker Meister? Ein Haus. Ein Buch. Color Mixing. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Bild. Who's this? Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Marlon Hopgood. Das ist der Requisitenladen. Gut zu wissen. Merken wir uns. Junge Frau, ich muss leider sagen, ich muss sie interviewen. Ich kann nichts dagegen tun. Was ist denn hier überhaupt passiert? Wieso sind hier Leute bei Ihnen eingebrochen? Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Ist das die Wahrheit? Ich glaube... Ich zweifle das an. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Okay, das haben wir gut gelöst. Wo ist Bishop jetzt? Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Das stimmt. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Okay, Hopgood könnte es wissen. Und was ist das jetzt für ein Scheck mit 20.000 Glocken drin? Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ja, ich bin sure. Anzweifeln. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Na, wenigstens hast du geantwortet. Trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Das sind epische Abschlussworte gewesen. Ich würde sagen, wir rufen jetzt hier mal am Telefon jemanden an. Wen auch immer. So what next? We need the place from the picture. The prop maker's store with the mermaid out front. Call it in. Alles klar. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. Geben Sie den Präsidenten. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. Da waren wir doch schon mal. Corner 3rd Figueroa. Na gut, ist egal. Alles klar, liebe Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier aus diesem Apartment. Und fahren mal zu diesem Requisitenladen. Ja? Das ist doch unsere einzige Chance.
Schön, dass der Aufzug immer gleich so schnell da ist. Das ist echt cool. Aging movie star, a wannabe starlet, and movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. So, okay. Vielen Dank, lieber Rezeptionsmann. Ich glaube, Sie können uns nichts anderes mehr offenbaren. Das ist natürlich auch schade, aber nun ja. Es kann ja nicht jeder alles wissen, ne? Da müssen wir uns auch mal mit abfinden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch aus diesem Hotel raus. Aber bevor wir das machen, machen wir einen kurzen Break. Es geht im nächsten Part weiter mit LA Noire. Ich will mich sehr bedanken, dass ihr zugesehen habt, wie ich das halt immer so mache. Und ja, dann werden wir doch einfach gemeinsam weiter in dem Fall starten im nächsten Part. Wir werden zum Requisitenladen fahren und mal gucken, was wir da so rausfinden können zu einem gewissen Herrn. Irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der ja auch irgendwie was mit der Sache zu tun und wir werden das rausfinden. In LA Noire. Ich bin Co. LP100, der mit der Zahlen dran. Danke fürs Zusehen. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.